Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Nekromant ist mit dem heutigen Update auf allen Servern ab sofort verfügbar. Ihr müsst nicht auf den neuen Serverstart EU8 warten, bis ihr ihn spielen könnt. Das heißt an alle Aufholer, die auf einen etwas älteren Server spielen wollen mit einer neuen Klasse, go for it. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um durchzustarten. Jetzt könnt ihr mit dem Nekromanten schon in seiner vollen Blüte, ja, und im vollen Umfang ihn genießen und ja, auf alten Servern einfach Spaß haben. Wer natürlich warten will bis EU8 mit der neuen Klasse, kann das natürlich auch sehr gerne tun, ne? Aber für alle anderen können den jetzt bereits schon spielen, testen und ja, Spaß haben einfach mal, würde ich sagen, ne? Wir gehen heute auch rein. Wir werden uns mal die überarbeitete Klasse jetzt mal anschauen, beziehungsweise jetzt die Klasse mal gucken, wie sie jetzt so fertig designt ist, wie die ja, Attacken aussehen, so, ne, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Wir nehmen einfach mal, ja, keine Ahnung, wollen wir mal eine ganz alte Welt nehmen vielleicht mal? Wollen wir mal auf S1 vielleicht mal auch mal starten? So, einfach mal ja, einfach nur, weil wir es können. So, wir löschen den Account ja sowieso danach wieder so, ne? Wir starten mal durch auf s1.de und so sieht die Klasse aus. Ja, beziehungsweise das sind die Informationen, denn diese gibt es natürlich auch wieder mit der neuen Klasse, ne? Der Nekromant. Als Nekromant machst du deinen Schaden im Kampf abhängig von der Höhe deines Attributs Intelligenz. Beschwöre dir untergebene Untote, die sich im Kampf für dich aufopfern. Beschwörung. Du hast eine Chance von 50% statt einen Angriff einer von 3 untoten Schergen an deiner Seite zu beschwören. Diese Schergen attackieren deinen Gegner sofort und greifen in jeder weiteren Runde zusätzlich mit dir an. Gegen Dämonenjäger ist dein Schaden um 10% erhöht. Im Kampf gegen Magier kannst du keine Schergen beschwören. Das ist die Info, dann kommen wir zu den Fähigkeiten und da sehen wir schon, die wurden ein bisschen auch optisch angepasst. Seine Beharrlichkeit treibt den Gegner in den Wahnsinn. Wenn das Skelett seinen letzten Angriff ausführt, hat es danach eine Chance von 50%, sich für einen weiteren Angriff wiederzubeleben. Die Wiederbelebung kann maximal zweimal ausgelöst werden. Das kennen wir alles schon, also von den ganzen Fähigkeiten wurde wahrscheinlich jetzt nichts großartig geändert, aber die Sachen wurden optisch auf jeden Fall nochmal angepasst und überarbeitet. Länge 3 Runden, Schadensfaktor 25%. Der Jagdhund, der treueste Knochennager. Dieser beschworene Jagdhund stürzt sich einmal auf deinen Gegner und verursacht von allen Schergen den größten Schaden. Außerdem hat dieser auferstandene Vierbeiner eine erhöhte Chance, kritischen Schaden zu verursachen. Länge 2 Runden, Schadensfaktor 100%, kritischer Treffer Chance 10, maximal Crit-Chance 60%, kritischer Schadensbonus 50%. Und der Golem, das ultimative Fleischschild. Der Golem hat eine Chance von 25% Angriffe abzuwehren und verursacht allerdings aufgrund seiner defensiven Haltung und eingeschränkten Bewegung sehr geringen Schaden bei seinen Angriffen. Länge 4 Runden, Schadensfaktor 0. Das sind die Werte. Waffenklasse Magier. Ja, Schadensfaktor, dann Rüstungsklasse, Rüstungsfaktor, auch ganz cool zu sehen, dass das hier auch alles nochmal so aufgelistet ist, ne? Und ja, kann man immer wieder draufklicken, wenn man da nochmal irgendwie Fragen zu hat, ne? Also, wir gehen natürlich auf Intelligenz, gucken mal, ob wir hier in irgendeine Gilde vielleicht mal Hits from the Bong. Ach, das ist sogar der Rudi hier, Alter. Ja, moin. Ja, natürlich klar, dass er hier so eine Gilde hier auf dem Server hat, ja. Ist ja lustig. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir gucken mal. Wir haben ja auch, das neue Update ist ja auch draußen, ne? Also, was ich euch gestern die ganzen Changelogs und sowas vorgelesen hatte in dem Video von gestern, ne? Da war ja auch zum Beispiel, dass die Position des Gauker-Goblin verändert wurde. Der stand ja vorher hier am Taverneneingang. Der steht jetzt halt eher so mittig. Also ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen ein bisschen auffälliger, dass der mehr ins Auge springt. Ja, die Optik wurde, glaube ich, auch ein bisschen angepasst vom Goblin. Also man kann ihn jetzt unschwer übersehen, sag ich mal so, ne? Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir hier lange rumsnaggen, haben wir kein Gold für ein Reittier. Gucken wir mal einfach, wie die Animationen aussehen, weil das interessiert mich nämlich auch nochmal. Oha. Okay, also die Animationen hier wurden auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Da gucken wir mal, dass wir vielleicht... da hätte ich vielleicht jetzt nicht skippen sollen. Überspringen.
Gucken wir mal, wie die aussieht. Okay, jetzt haben wir schon 2 von 3 gesehen. Jetzt brauchen wir nur noch einmal das Mietschild. Und dann haben wir hier schon mal die Fähigkeiten soweit alle gesehen, wie sie optisch aussehen und was sie so hermachen. Okay, der war One-Hit. Gucken wir mal, vielleicht bei ihm hier. Können wir unser Mietschild aufbauen? Nee, ist ein Intelligenzgegner. Okay, ja. Das, mal gucken, haben wir irgendjemanden vielleicht bei uns in der Nähe? Hier haben wir zum Beispiel einen Dämonenjäger, der auch hier einen Aufholer spielt oder so. Können wir auch mal angreifen. Ja, mal gucken. Okay, da haben wir wieder unseren Crit-Chance hier, ist auch nicht verkehrt. Aber wir wollen natürlich auch nochmal das Mietschild in Action sehen. Oha, 2-mal hintereinander hier, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Greifen wir aber nochmal an, ich glaube, das ist ein ganz guter Gegner. Ne? Also Dämonenjäger, so ein bisschen, nee, der Nekromant ist so ein bisschen die Konterklasse vom Dämonenjäger. So wollte ich das jetzt mal sagen. Ne? Ich habe es erst umgedreht sagen wollen, aber es macht natürlich keinen Sinn. Ja, also der Dämonenjäger bekommt 10% mehr Schaden als jede andere Klasse. Dafür beim Magier, der kriegt halt die Fähigkeiten gar nicht ab. Ne? Das sind halt so die Klassen. Also, okay, ja, das ist natürlich der Nachteil dann. Ne? Also Magier wahrscheinlich so Konter gegen Nekromant. Und Dämonenjäger so im direkten Vergleich die schwächste Klasse gegen Nekromant. Wenn man jetzt das ganz simpel runterbrechen würde, boah, Digga, der Schaden ist schon abnormal. Ah, da haben wir den Mietschild, sehr schön. Cooler Kampf, haben wir mal alles gesehen. Wenn man es jetzt so einfach vom basic logischen Verstand her runterbrechen würde, wäre es so. Aber ob es mathematisch auch nachher denn wirklich so in der Praxis dann auch ist, ne, das kann ich euch jetzt natürlich so nicht genau schildern und Bescheid sagen. Aber ich denke mal, da werden schlaue Köpfe bestimmt noch hier und da mal ihren Beitrag zu leisten und das Ganze mal so auch durchrechnen. Ne? Weil am Ende des Tages das ganze Game ist eine einzige Matheaufgabe gefühlt irgendwie. Und hier ist auch der nächste Nekromant. Ja, also hier sind sogar ein paar Nekromanten hier auf dem Server. Hier sind schon welche, die haben schon ein bisschen länger gespielt. Stufe 16 hier schon. Ne? Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall viele Klassen geben, beziehungsweise viele Leute geben, die alte Klasse mal testen wollen auf alten Servern oder vielleicht auch mal so ein Langzeitprojekt machen. Also ich hatte schon viele gelesen, die wirklich auf Langzeit den Nekromanten auch nochmal testen wollen auf einem alten Server und da auch schön durchziehen wollen. Wir gucken uns nochmal die täglichen Belohnungen an. Wir gehen einfach mal durch und versuchen mal hier unser Glück, dass wir die Aufgaben hier bewerkstelligt kriegen. Denn die Animation vom Gauka-Goblin, beziehungsweise hier von den Paketen, die hat sich auch nochmal geändert. Also die haben ein bisschen Animation hinzugefügt, das ist ganz cool. Das ploppt jetzt nicht mehr einfach so auf, sondern wenn man jetzt hier drauf geht, dann kommt hier so eine kleine Animation. Ja, ist, also wenn man es nicht wüsste, ne, dann macht es kaum Unterschied so, aber die Tüte hat sich ein bisschen bewegt. Ja, das ist so der neue Inhalt, sag ich mal, von dem Update. Unter anderem natürlich, ne, nicht nur. Ja. Kriegen wir hier 3-mal Hütchenspieler in der Taverne? Okay, den könnten wir nochmal gucken, dass wir den nochmal irgendwie hinkriegen. Vorher festgehen wir mal hier unser ganzes Gold, was wir haben. Dann können wir uns die anderen Animationen auch nochmal anschauen, beziehungsweise, glaube ich, sind das eigentlich die gleichen. Oh. Ach, man muss bis zu 1 Gold setzen. Oh, ja. Pilz haben wir auch nicht mehr, ne? Ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt... Oh, hä? Warum blinkt er jetzt? Haben wir irgendwas erreicht? Nee. Blinkt er immer noch? Ja, der blinkt immer noch. Aber wir haben nichts erreicht. Vielleicht ist das Update noch ein bisschen hier und da buggy. Das kann ich euch nicht sagen, weil sonst würde ja hier jetzt das Ausrufezeichen jetzt hier nicht mehr stehen. Gucken wir mal in die Arena rein, wie es hier aussieht. Ja, da können wir natürlich auch nochmal unsere Kräfte unter Beweis stellen mit der neuen Klasse. Also ich werde sie erst wirklich spielen auf EU8. Dort werde ich mir dann Nekromanten erstellen und da dann anfangs des Servers ein bisschen spielen. Aber ja,
hier auf den Server wird der wieder werde ich den wieder runternehmen auf jeden Fall. Das Ding ist halt, du hast halt mit dem Nekromanten nach wie vor immer noch eine ziemliche Random-Klasse am Start. Ihr habt ja eben auch gesehen, wir haben fast gar nichts beschwört jetzt den Kampf eben, weil du auch erstmal eine 50%ige Chance hast, überhaupt was zu beschwören. Ne? Also da steht auch nicht fest, dass du jeden Angriff was beschwörst. So, ne? Also das ist erstmal random, dass du erstmal eine Beschwörung überhaupt raushaust. Ne? Dann ist es halt random, welche von den dreien du bekommst. Ne? Und dann ist es halt nochmal random, wenn du eine von den dreien hast, wie oft die passiert, wie sie prockt und wie lange sie hält und ob sie nochmal wiederkommt. Also nach wie vor ist es eine ziemliche Random-Klasse. Ne? Das müsst ihr wissen, wenn ihr solch einen Nekromanten erstellen wollt. Aber ich denke mal, das wurde auch schon durch die vergangenen Videos so ein bisschen aufgezeigt, dass das halt eben bei der Klasse so ist. Ne? Aber wenn das für jemanden, wenn da jemand Spaß dran hat oder einfach das Prinzip vom Nekromanten gefällt, dann natürlich go for it. Ne? Jo, das soll es soweit gewesen sein für das Video heute. Ein kleiner Einblick in die neue Klasse, wie sie so aussieht, wie sie designt ist. Und wünsche ich euch viel Spaß dabei beim Ausprobieren, beim Austesten von der Klasse, beim Aufholen. Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder morgen in einem neuen Video, wenn es wieder heißt, willkommen hier bei Shakes and Fidget. Ne? Alles klar, das war's soweit. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.